Hi, das Jahr 2023 ist um und ich werde am Ende des Jahres immer etwas nostalgisch. Ich blicke zurück, was war gut, was war nicht so gut, was sind meine Ziele für das nächste Jahr und daran möchte ich euch heute teilhaben lassen. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, was war euer Highlight? Im Großen und Ganzen hatte ich viele Highlights, viele persönliche oder viele schöne Momente, aber es gibt eine Situation, die war so bedingungslos und wie soll ich euch das sagen, die ich einfach zu schätzen weiß. Ich habe euch ja erzählt, dass ich im Sommer ein Apartment gemietet hatte und dort aber wieder ausgezogen bin. Ich bin danach bei meiner Freundin untergekommen, die auch Airbnb macht. Allerdings hatte sie für 3 Tage einen anderen Gast und sie hatte überlegt, ob sie storniert, aber Airbnb möchte natürlich kurzfristig, gerade wenn du kurzfristig stornierst, einen triftigen Grund haben, warum du das tust und du musst dann irgendwie Geld bezahlen oder Strafe, frag mich nicht. Also es ist nicht so einfach. Sie meinte, wenn es gar nicht geht, kann ich auf der Couch schlafen, aber sie kann ihn nicht absagen und somit war ich natürlich auf der Suche für 4 Nächte irgendwo unterzukommen und das mitten in der Hochsaison, in der Hauptsaison. Verrückt, also es war nichts frei in meiner Umgebung. Ich habe dann mit einem Freund darüber gesprochen und das Erste, was er fragte, war, brauchst du Geld? Kann ich dir Geld schicken? Kann ich dir irgendwie helfen? Und das hat mich schon sehr überrascht. Ich habe mit allem gerechnet, nur nicht damit. Er hat mir aber auch versprochen, seine Kontakte spielen zu lassen, denn ich wusste, dass er ein paar gute Kontakte hat, gerade was Hotels betrifft. Und es gibt ein Hotel, das kenne ich auch bereits. Und ich habe ihn dann gebeten, ob er da nicht mal nachfragen kann. Oder vielleicht ist es ja möglich für 3 Tage, 4 Nächte, ja, im Hotel unterzukommen. Warum nicht? Ich weiß noch, als er mich anrief und meinte, das Hotel hat mir versprochen, hat mir zugesagt, dass die ein Zimmer für dich haben, dass du nicht auf der Straße schlafen musst, so mäßig. Das fand ich so süß. Das fand ich so süß irgendwie. Das hat dann auch alles geklappt. Ich habe einen guten Preis bekommen, musste das Zimmer allerdings im Voraus bezahlen. Und für mich war klar, mir ist egal welches Zimmer, also ich habe für ein Standardzimmer bezahlt. Hauptsache, ich komme für 4 Nächte unter. Als ich dann einchecken wollte, meinte der Rezeptionsmanager zu mir, den ich übrigens auch ein bisschen kenne, dass er mein Zimmer geupgradet hätte for free. Ich habe für ein normales Zimmer bezahlt, da schon meinen Rabatt bekommen und durfte am Ende in der Honeymoon Suite übernachten. Und als ich ihn fragte, warum er das macht, meinte er, weil wir Freunde sind. Dass mir so viel Hilfe angeboten wurde und dass ich am Ende dann mehr bekommen habe als erwartet. Das war so ungeplant, das war alles so spontan, das war überraschend für mich. Ich rede hier von dieser Zwischenmenschlichkeit, das sind Kleinigkeiten, aber am Ende macht es so viel aus. Das war mein Highlight. Das war definitiv mein persönliches Highlight. Was sind meine Ziele für 2024? Also eigentlich habe ich keine so großen Ziele. Ich möchte natürlich weiterreisen. Was heißt weiterreisen? Aber in den letzten 2 Jahren reise ich regelmäßig und das möchte ich auch fortführen. Manchmal wünsche ich mir jemanden, mit dem ich das teilen kann. Also der halt auch so tickt wie ich, aber im Grunde genommen bin ich auch glücklich so. Also ich reise gerne und ich glaube, das möchte ich auch momentan nicht aufgeben. Also das wäre definitiv eine Sache, die ich weiterführen möchte. Ich mag Land und Kultur, aber natürlich auch am Strand chillen und baden, schwimmen. Ich liebe das Meer. Ich liebe das Meer über alles. Und ich werde mich auf jeden Fall um mein Zahnfleisch kümmern. Darauf habe ich keinen Bock mehr, Leute. Ich glaube, ich hole mir eine zweite Meinung ein. Ich habe euch ja mal erzählt, dass ich nach meiner Zahnkorrektur Probleme habe oder seitdem ich die Zahnkorrektur gemacht habe, wie auch immer. Seit 2 Jahren ist das wirklich extrem. Und mein Zahnarzt, der sagt, alles tippitoppi, ne? Also keine Parodontitis. Ihr wisst, was ich meine. Keine Parodontitis, also kein entzündetes Zahnfleisch und hat es dann immer auf Stress abgewälzt. Ich habe eine Spange und mache Entspannungsübungen und. Aber es wird nicht besser und das will ich nächstes Jahr definitiv untersuchen lassen. Also man soll mir jetzt wirklich mal sagen, woran liegt es? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es nur Stress ist, weil ich die Spange halt auch schon vor der Zahnkorrektur hatte und das war nicht so extrem. Also man soll mir einfach mal erzählen, was Sache ist. Ob ich jetzt eine Zahnfleisch
Zahntransplantation machen werde, weiß ich nicht. Würde ich aber tun, wenn man mir sagt, das ist notwendig. Und ja, ich mache wirklich alles. Von daher bin ich der Meinung, der Auslöser wird, glaube ich, von der Zahnspange kommen oder von der Zahnkorrektur. Dann war das Jahr voller Hula Hoop. Ich habe so viele Kommentare von euch erhalten, dass euch meine Videos weitergeholfen haben, dass viele sogar besser geworden sind. Das erfolgreichste Hula Hoop Video auf meinem Kanal ist 10 große Smart Hula Hoop Anfängerfehler mit über 333.000 Aufrufe. Also danke dafür. Das freut mich natürlich. Also genau das freut mich, ja, dass das Video euch geholfen hat oder viele von euch, 333.000, vielleicht auch ein bisschen weniger, aber im Prinzip ja. Hinterlasst mir doch gerne mal Feedback, was für Videos ihr sehen möchtet für das nächste Jahr oder für das Jahr 2024. Und mehr habe ich auch aktuell nicht zu sagen. Ich warte eigentlich immer noch auf mein Paket, auf mein Zara-Paket. Und ja, ich wünsche euch für das nächste Jahr viel Gesundheit, viel Frieden, viel Freude, viel Liebe, viel Freundschaft, sucht euch was aus. Also all das, was ihr erreichen möchtet, also dass all eure Wünsche in Erfüllung gehen. In dem ganzen Drama, was auf der Welt passiert, muss man immer wieder zu sich finden und man braucht einen Zirkel, ja, einen positiven Kreis. Man sollte immer etwas Optimismus im Herzen tragen. Das macht das Leben auf jeden Fall einfacher. Ich wünsche dir jetzt erstmal einen guten Rutsch. Frohes neues Jahr. Bleib gesund. Wir sehen uns im Jahr 2024 wieder. Wow. Macht es gut. Bis dahin. Tschüss.